Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es in diesem Podcast um das Thema Bitcoin, Kryptowährung und sonstigen monetären Reichtum gehen. Die Frage dabei ist im Moment noch nicht, welche Kryptowährung man investiert, beziehungsweise ich für mich feststelle, welche ich investiere, sondern zunächst die Blockaden ausfindig zu machen, die dafür sorgen können, womöglich, dass ich erst gar keine monetären Mittel zur Verfügung habe, um überhaupt in Krypto zu investieren. Oder auch, dass ich womöglich so viel Angst habe vor dem ersten Schritt, mich mit diesem Thema Kryptowährungen und Bitcoin auseinanderzusetzen und so diese Chance überhaupt verpasse. Es geht darum, die Blockaden zu lösen, eben die Blockaden, die einen monetären Reichtum in welcher Form auch immer vereiteln. Die ich in mir trage und deren Inhalt ich womöglich gar nicht genau weiß, die verhindern, dass sich großer monetärer Reichtum bei mir einstellen kann, lasse ich jetzt komplett los, bis in jede Zelle, wo diese Abwehr von monetärem Überfluss bei mir abgespeichert war. Mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Selbst, welche Blockaden habe ich in mir abgespeichert oder irgendwo abgespeichert zum Thema sehr großen Reichtum zu besitzen. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Gibt es Glaubenssätze, die ich abgespeichert habe, die verhindern, dass ich ausreichend, angemessen, im Überfluss Geld anziehe? Ja. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Bitte kannst du das konkretisieren? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Welche Glaubenssätze habe ich hinsichtlich Reichtum in mir abgespeichert? Reichtum ist gekoppelt mit einem goldenen Käfig, kommt als Antwort. Und ich entscheide mich jetzt dafür, meinen Glaubenssatz, Reichtum sei gekoppelt mit goldenem Käfig, jetzt komplett loszulassen. Und ich entscheide mich auch sämtliche Reste, die egal wo abgespeichert und hinterlegt sind oder waren, komplett loszulösen und aus den Speicherplätzen freizugeben. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, gibt es weitere Glaubenssätze, die ich abgespeichert habe zum Thema, warum es nicht erstrebenswert sein könnte, sehr viel Reichtum anzuziehen? Okay, und die Antwort war, ja, es besteht die Befürchtung, dass man mich beraubt, dass man mir den Reichtum wieder wegnimmt und dass ich quasi mich selbst in Gefahr begebe durch den Reichtum. Also eine große Angst, was am Reichtum hängen könnte,
ja, dass es zur Folge haben kann, bestohlen zu werden, überfallen zu werden, hingerichtet zu werden, abgemeuchelt zu werden, also richtig grausame Vorstellungen. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dieses Konzept des grausamsten Mordes, bestohlen, überwältigt, ausgeraubt, eingebrochen zu werden, lasse ich jetzt komplett los. Bis in die letzte Speicherstelle. Und ich entscheide mich auch, sämtliche Reste dieser Angst, dass ich überfallen werden könnte, dass das Haus überfallen wird, dass ein Totschlagskommando kommt und um dieses Geld auszurauben. Dieses Konzept, diese Angst davor, dass so etwas passieren könnte, wenn ich zu Reichtum käme, lasse ich jetzt komplett los. Ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Bewusstsein. Um was geht es da wirklich? Was hat das mit mir zu tun? Es geht um Todesangst. Und es geht nicht nur um Todesangst mich betreffend, sondern es geht um Todesangst meine Familie betreffend. Also das, was an Familie zu der Zeit, aus der diese Angst stammt, zugegen war. Ist das so richtig? Und war das eine Geschichte aus der Vergangenheit? Und ich entscheide mich, ja, war es. Und ich entscheide mich jetzt, dieses alte Konzept, das nicht mal aus diesem Leben, sondern aus irgendeiner weit, weit, weit verschollenen Vergangenheit stammt, aber immer noch bei mir abgespeichert war, das lasse ich jetzt komplett los. Bis in alle Sphären, wo das irgendwo abgespeichert ist und war. Und ich entscheide mich stattdessen, ein neues Konzept zu inhalieren und in mein System aufzunehmen. Und dieses Konzept beschreibe ich mit, je mehr Reichtum vorhanden ist, desto größer sind die Möglichkeiten, sich zu schützen. Und zudem liegt der Schutz in meinem mentalen Verständnis. Also mein mentaler Rahmen beschreibt, wie sich mein Schutz ausgestalten kann und wird. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mithört, hier ist auf der Nachbarschaft eine Feier und die machen ziemlich viel Lärm. Und ich muss sagen, auch dieser Lärm triggert mich im Moment in Richtung überfallen werden. Das ist sehr spannend, dass diese Synchronizität gerade vorhanden ist. Und dann nehme ich gleich noch einen Entscheidungssatz zum Loslassen und ich entscheide mich jetzt dafür, diese Angst, wenn ich irgendwo draußen Stimmen höre und Bambule höre, dass das irgendwas mit mir zu tun hat und dass man mich irgendwie angreifen will, lasse ich jetzt ebenso komplett los. Und ich lasse auch sämtliche Reste dieser Angst los. In alle Sphären, in die Tiefe meines Herzens, in jede letzte Zelle und in jeden Speicherplatz, wo man sich nur vorstellen oder auch nicht vorstellen könnte, wo so ein Konzept bislang abgespeichert war. Und von da aus immer noch eine Kraft auf mich ausgeübt hat. Okay. Dann kommt jetzt die letzte hoffentlich Nachfrage und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Gibt es jetzt noch etwas an Glaubenssätzen,
das ich loslassen könnte, damit sich monetärer und sonstiger, monetärer und ja, sachlicher, also es könnten ja auch Häuser, Schmuck, Brillanten, was auch immer an Mitteln sein, die Reichtum verkörpern, einstellen kann. Und damit ich die Abwehr gegen Reichtum endlich loslassen kann. Und ich entscheide mich, da kommt tatsächlich was, und ich entscheide mich, auch sämtliche Angst davor, ich könnte in Kryptowährungen investieren und dadurch bankrott gehen, lasse ich jetzt komplett los. Und ich entscheide mich auch, die Kryptowährung immer so zu sehen wie jede andere Maßnahme, die versucht, monetäres Gut zu sichern, zu sehen, einzuschätzen, dass sie die zurzeit sicherste Möglichkeit ist, es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, welche Idee habe ich zum Kauf von Bitcoins? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Selbst. Wie ist meine innere Haltung zum Erwerb von Bitcoin? Die ist durchaus positiv. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, bei welchem Preis sollte ich in Bitcoin einsteigen? Wenn der Bitcoin unter 20.000 Euro ist, und dann sollte ich möglichst alles auf Bitcoin setzen. Haha. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Selbst. Es ist tatsächlich so, dass wenn der Bitcoin unter 20.000 Euro fällt, ich dann alles, was ich habe, einsetzen soll. Ja, kommt da, oh ja. Ja gut, was man jetzt daraus macht, muss man dann irgendwann entweder wieder auf der Herzebene oder dann tatsächlich mal auf der Verstandesebene entscheiden. Ich bin mittlerweile, tendiere ich dazu, eher die Herzebene zu befragen und das ruhig ein paar Mal zu tun, um zu merken, ob immer die gleichen Antworten geliefert werden oder ob die Antworten mal Ja, mal Nein sind. Dann würde ich eher annehmen, dass die Verbindung zur Herzebene noch nicht steht. Also, dass diese Dauerleitung, wie man sagen könnte, noch nicht besteht. Von daher, wenn ihr mit dieser Methode versucht, auch euer Geld irgendwie abzusichern, dann macht ihr das in Eigenverantwortung und ja, befragt euer Herz so häufig, dass ihr eine Einschätzung dafür habt, ob das Herz auf die Art und Weise für euch die Wahrheit spricht. So, ich wünsche euch ein gutes Händchen in Sachen Geldgeschäfte. Und ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr selber eure eigenen Blockaden vorher auslotet und möglichst loslasst. Was immer sich da darstellt, es ist sehr, sehr sinnig, das loszulassen. Losgelassen wird mit Hand aufs Herz und der Entscheidung, es loszulassen, so ähnlich wie ich es jetzt gemacht habe. Man kann das noch ein bisschen ausbauen. Und das würden wir dann machen, wenn wir ein Coaching, ein Seminar gemeinsam durchführen. Aber so, denke ich, kann es erstmal genug sein für heute. Alles Liebe euch und wenn euch
dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like. Und ihr dürft diesen Podcast natürlich auch sehr gerne teilen unter euren Freunden oder unter denen, für die es interessant sein könnte. Alles Gute euch, alles Liebe. Ciao, ciao.